Dieses Spiel kennen alle. Mensch, ärgere dich nicht. Den Erfinder dagegen kennt kaum jemand. Josef Friedrich Schmidt, der einen Welterfolg schuf. Das ist sein Nachfolger bei Schmidt Spiele, Geschäftsführer Axel Kaldenhofen. Der kennt jetzt ein neues Problem. Die Aktionsware für die Discounter ist zwar produziert, aber 600.000 Spieledosen hingen in China fest. Das hieß also, dass zu dem vereinbarten Termin, als die Produkte gefertigt waren, kein Container uns zur Verfügung stand und wir nicht den Container beladen konnten und auf das Schiff konnten, was wir eigentlich am Anfang geplant hatten. Auf den letzten Drücker klappt es und die Spiele sind beim Discounter. Aber überall leiden Firmen unter knappen Transportkapazitäten und Rohstoffmangel. In den vergangenen 30 Jahren klagte nur eine Minderheit über Materialengpässe. In Corona-Zeiten ist alles anders. Weit mehr als 70% sagen, uns fehlt Material. Nach den Ursachen fahndet bei der Deutschen Bank Research der Volkswirt Erik Heimann. Gar nicht so einfach. Es gibt nicht diesen einen Grund für die Lieferengpässe. Wir haben auf der Angebotsseite ganz viele Faktoren, von Wetterextremen über Corona-Fällen an Häfen in China bis zu einem blockierten Suezkanal. Und diese Vielfalt an Gründen ist auch dafür verantwortlich, dass alle Industriesektoren von diesen Lieferengpässen betroffen sind. Und weil die Gründe so vielfältig sind, löst sich das Problem allenfalls Stück für Stück. Die Folgen sind jetzt schon überall sichtbar. Preissteigerungen auf breiter Front. Um mehr als 18% sind die Preise für die Hersteller innerhalb eines Jahres gestiegen. So verlangt auch Schmidt Spiele bald mehr. Nächstes Jahr werden sich die Preise in unserem Segment um ca. 4-5% erhöhen müssen. Das liegt an den eben beschriebenen erhöhten Frachtpreisen, auch an Produktionspreisen. Von daher wird ein Spiel nächstes Jahr, was bei uns augenblicklich zum Beispiel 9,99 € gekostet hat, nächstes Jahr 10,50 € oder 10,90 € kosten. Preise anpassen, nach oben natürlich. Das wollen aktuell so viele Unternehmen wie noch nie. Dabei erlebt jeder von uns jetzt im Alltag, alles wird teurer. Diesen Eindruck bestätigt die offizielle Preisstatistik. Noch vor einem Jahr hat Corona die Inflationsrate ins Minus gedrückt. Aber nur kurzfristig. Sie liegt im November bei 5,2%, so hoch wie seit fast 30 Jahren nicht mehr. Tendenz steigend. Was ist da los, wollen wir von der Europäischen Zentralbank wissen. Monatelang galten hier Corona-Sondereffekte als wichtigste Erklärung. Aber diese Einschätzung bröckelt dieser Tage. Tobias Linzert bereitet innerhalb der EZB die geldpolitischen Entscheidungen mit vor. Er räumt im Rückblick ein, die Inflationserwartung der EZB war zu niedrig. Es ist absolut richtig, dass die Inflation deutlich höher ausgefallen ist als das, was wir erwartet haben. Das liegt aber natürlich hauptsächlich an globalen Faktoren. Das liegt an dem starken Anstieg der Energiepreise. Das liegt an den Angebotsengpässen, die wir weltweit beobachten. Das sind Dinge, die ließen sich auch im Nachgang der Pandemie eben oder in dem Rahmen der Pandemie sehr schwer vorhersagen. Die globale Wirtschaft ist wegen Corona aus dem Takt. Das beobachten Experten, das spüren Verbraucher. Denn bei Preiserhöhungen funktioniert die Marktwirtschaft wie im Lehrbuch. Die Unternehmen klagen nicht nur über Materialmangel, sondern auch über steigende Preise, was normal ist. Wenn Produkte knapp sind, steigen die Preise. Das zieht sich von den Rohstoffpreisen durch über die Importpreise, also die Preise, die Unternehmen für Waren aus dem Ausland kaufen, über die Erzeugerpreise und letztlich bis zur Inflation hin. Wir haben hier in allen Preisstatistiken relativ hohe Anstiege. Da muss man schon viele Jahrzehnte zurückgehen, um derart hohe Preisanstiege zu sehen. Blicken wir auf Weihnachten und ins neue Jahr. Wir sind bei Philippi Design im Norden Hamburgs. Auch hier explodierende Produktionskosten und Frachtraten. Dazu das große Bangen ums Weihnachtsgeschäft. Denn statt wie üblich im Spätsommer kam viel Ware erst im November an. Die letzte Lieferung ist für den 16. Dezember angekündigt. Mehr als knapp fürs Christmas-Shopping. Designer und Firmenchef Jan Philippi hat solche Schwierigkeiten noch nie erlebt. Mal gibt es in den Herkunftsländern, also in China, keinen Strom. Mal sind die Rohmaterialien wahnsinnig teuer geworden. Holz hat sich verdoppelt, verdreifacht. Mal ist die Fracht unglaublich teuer. Früher haben wir von Container so 2.500 bis 3.000 ausgegeben. Jetzt kostet er bis zu 20.000. Und aus dieser Gesamtheit wird es halt alles fürchterlich teuer. Das merken die Kunden ab Januar.
plus 25% im Durchschnitt. Oder? Noch mehr, wie beim Windlich Louisiana XXL. Bislang kostet die Produktion in China knapp 14 €, die Fracht nach Deutschland 4,42 €. Aufgeschlagen wird darauf die Marge für die Marke, für den Handel und den Staat mit der Mehrwertsteuer. Macht am Ende 99 € im Laden, bisher. Ab Januar sieht die Kalkulation so aus. Die Produktion ist teurer, die Frachtkosten 4-mal so hoch. Also wachsen auch alle Aufschläge für Marke, Handel und Staat. Damit sind 189 € der neue Ladenpreis. Preiserhöhung in einer neuen Dimension. Das haben wir noch nie gemacht. Das ist wirklich einmalig in der Firmengeschichte. Das ist verrückt. Und für mich ist jedes meiner Artikel mein Baby. Und da blutet es mir wahnsinnig das Herz. Für die Kunden bedeutet das weiter steigende Preise im nächsten Jahr. Wie stark und wie lange ist schwer vorherzusagen. Dabei ist die Inflationsrate für die künftige Geldpolitik der EZB entscheidend. Der EZB-Rat hat den zukünftigen geldpolitischen Pfad sehr klar an die zukünftige Inflationsentwicklung geknüpft. Und von daher gilt, erst wenn die Inflation mittelfristig, nachhaltig und dauerhaft bei 2% angelangt ist, erst dann kann die Geldpolitik handeln, erst dann können die Zinsen wieder steigen. Unser Fazit? Mit steigenden Preisen, mit Inflation werden wir auch 2022 leben müssen. Und das nicht nur bei Spieleklassikern wie Mensch ärgere dich nicht. Vielleicht steigen dann ja aber auch mal wieder die Zinsen.